In Ostdeutschland leben 12,5 Millionen Menschen. Und ja, davon wählen 2,5 Millionen blau. Doch 10 Millionen tun es nicht. Trotzdem reden wir seit Jahren über die Region, als bestünde sie nur aus Björn Höcke und Karin Ritter. Ich wollte wissen, was wir dabei übersehen. Also bin ich losgefahren, um zurückzukehren. Ich war 5 Jahre alt, als wir von Russland nach Deutschland zogen. In eine Kleinstadt im Norden Thüringens nach Leinefelde. Es waren die 90er und das einst stolze Arbeiterörtchen befand sich im freien Fall. In den ersten 5 Jahren nach der Wende verlor es fast die Hälfte seiner Einwohner. Von denen, die geblieben waren, hatte jeder Vierte keinen Job. Träume platzten, jede zweite Platte stand leer und eingeschlagene Fensterscheiben starrten wie blinde Augen in den Abgrund. Und so nahmen auch wir irgendwann Abschied. Doch Leinefelde ließ mich nie ganz los. Denn manche Orte brennen sich in uns ein, noch bevor wir wissen, wer wir eigentlich sind. Also bin ich zurückgekehrt, nach 26 Jahren. Und jetzt, wo ich durch dieselben Straßen laufe, auf denen ich einst Fahrradfahren lernte, frage ich mich, wer ich heute wohl wären wir damals geblieben. Wovon würde ich träumen, wovor hätte ich Angst? Welche Musik würde ich hören und welche Partei würde ich wählen? Dies ist die Geschichte meiner Reise durch den Osten. Hunderte Kilometer bin ich gefahren zwischen Wäldern und Weiden, zwischen Bülabü und Plattenbau, zwischen Niedergang und Neuanfang. Mitten hinein in das sogenannte blaue Herz Deutschlands. Eine Region, die 36 Jahre nach Wiedervereinigung noch immer betrachtet wird wie ein Fremdkörper. Ein Rätsel, das Journalisten aus dem Westen nach jeder Wahl mit Notizblöcken voller Fragen zu lösen versuchen. Ich hingegen wollte kein weiterer Fremder sein, der durchs Land zieht und hämisch mutmaßt, welche warum die AfD wählt. Vielmehr wollte ich Menschen treffen, die es nicht tun. Die kaum beachtete Mehrheit. Die Mitte, über die kaum noch jemand spricht. Ich besuchte einen Bauernhof im Süden Brandenburgs und sprach mit einer Landwirtin, die den Frust ihrer Kollegen nicht teilt. Wie gesagt, Migranten haben hier wenig Auswirkungen auf irgendwas, aber sie sind immer Thema. Ich traf einen Aussteiger, der sich in Sachsen-Anhalt eine Hütte baute und heute für 50 € im Monat auf 10.000 Quadratmetern lebt. Dieses Bewusstsein, welche Möglichkeiten ich in Deutschland oder in Europa habe, das ist mir erst bewusst geworden, nachdem ich Deutschland verlassen hatte. Ich sprach mit einem Mann, der nach der Wende wegzog und nun zurückgekehrt ist. In eine Heimat, die ihm fremd geworden ist. Viele der Leute, die hier geblieben sind, die waren unzufrieden. Meine Mutter war auch viel unzufrieden. Also das habe ich viel mitbekommen. Ich besuchte Künstler, die auf den Ruinen der Vergangenheit einen Ort für die Zukunft bauen. Wenn ich an meine künstlerische Mission glaube und an die verbindende Kraft des Zirkus, dann müssen wir hier bleiben und müssen noch mehr Leute hierher kommen. Und ich begleitete Dennis, einen Mann, der besser weiß als jeder andere, dass man auch den braunsten Sumpf wieder sauber kriegt. Wir reinigen Teiche, also Privatteiche, Schwimmteiche, Naturteiche, Kräuteiche, Goldfischteiche, alles sowas in der Art. Und Gewässerpflege machen wir. Also mit der Wende wurde ja aufgehört, sich mal um die meisten Gewässer zu kümmern. Dann haben sie sich gewundert, dass alle zuwachsen und jetzt sind wir wieder bei denen wieder frei zu machen. Ich habe 2 schwarze Mitarbeiter, die immer mal wieder mit dabei sind. Solange das nicht angesprochen wird, das Thema, die können noch so rechts sein oder Nazi sein oder was der Geil, ist mir scheißegal, um ehrlich zu sein. Solange man uns respektvoll behandelt, behandeln wir ihn auch respektvoll. So, und sollte nur ein Spruch kommen, dann packen wir die Sachen und gehen. Angefangen hat es mit einem Auftrag in Mecklenburg-Vorpommern, irgendwo da bei Rostock die Ecke. Meine Mitarbeiter sind zusammen mit einem Auto gefahren, ich bin mit dem Transporter gefahren, ich war schon da, die Jungs standen im Stau. Und dann hatte dem Kunden auch gesagt, ja, Christian steht im Stau. Ich meine, der heißt nun mal Christian, obwohl er aus Kamerun ist, aber wir sagen christliches Land, ehemalige deutsche Kolonie, also die haben auch durchaus deutsche Namen da. Und der Kunde bloß so, ja, alles gut, alles gut. Und dann kamen die Jungs auf einmal an. So, und der Kunde war erst sehr fröhlich, freundlich, auf einmal so gar nicht mehr. So, hat schon auch so die Nase gerümpft und was wollen die jetzt hier? Und ich so, ja, meine Mitarbeiter. Wir haben nichts zu trinken bekommen, also ich ja, die Jungs nicht. Da wurde es schon ein bisschen seltsam und so ganz am Ende, wirklich kurz bevor wir fertig waren, hat mein Mitarbeiter den Kunden gefragt, ob er mal die Toilette benutzen darf. Und der Kunde meinte so, nee, will ich will nicht, dass dein schwarzer Arsch auf mein Klo kommt. Das war so das erste Mal, wo ich wirklich damit so konfrontiert wurde. Wir haben dann zusammengepackt und sind gegangen. Ich war noch nie so zufrieden wie mit diesen Mitarbeitern. Wirklich noch nie. Und ich will, dass keiner von denen geht. Auf keinen Fall. Und wie gesagt, ich kann auch dieses so, nur weil der dunkle Haut hat oder dunkle Haarfarbe hat, ist
der ein Unmensch oder so? Ich verstehe es nicht mal. Also ich habe ja mit meiner Frau häufiger mal das Thema und sie ist genauso, sie denkt genauso wie ich. Und weiß nicht, wir verstehen es beide nicht. Ungefähr zur gleichen Zeit waren die Wahlen in Brandenburg, also die Landtagswahlen oder was das waren. Da hat dann nun die AfD sehr gut abgeschnitten, also mit, weiß gar nicht, was das waren, 40% oder so, dass ich echt dachte, jeder Zweite ist hier ein Nazi. Also ich habe wirklich so gedacht, ich hatte auch gar keine Lust mit irgendwem noch zu reden, weil ich dachte, okay, dass ganz Deutschland so wäre. So habe ich gedacht. So wie gesagt, dann habe ich das Video gepostet, habe so viel positive Nachrichten bekommen, wo ich echt dachte, okay, wir sind doch nicht verloren, es gibt doch noch Andersdenken hier. Es gab auch noch andere Videos. Ja. Ich habe irgendwann nämlich auch gesagt, wie gesagt, das war die Reaktion aufs eine. Ich habe irgendwann mich hingestellt und habe gesagt, wir arbeiten nicht für Nazis. Und dieser Spruch, der ist so schlimm kommentiert worden. Mir wurde gedroht in Massen, also mir wurde auch mit dem Tod gedroht. Mehrere haben mir gedroht, mich zu verprügeln und wissen ja, wo meine Firma ist. Und also wirklich schlimm. War nicht schön. So, und lustigerweise, wenn ich ja auch sage, ich arbeite nicht für Nazis, fühlen sich ja vor allen Dingen auch AfD-Wähler angesprochen. Das ist ja auch noch so ein verblüffendes Ding. Wo ja AfD-Wähler immer sagen, sie wären keine Nazis, sind aber extrem dadurch getriggert, wenn ich sage, wir arbeiten nicht für Nazis. Hä? Na was denn jetzt? Wir haben wirklich viele AfD-Wähler und oder Nazis oder einfach Vollidioten im Netz, die den Ruin gewünscht. Also ganz viele schreiben mir ständig, sie hoffen, dass sie keine Aufträge mehr bekommen, sie hoffen, dass die Firma den Bach runtergeht, dass ich pleite gehe, das kommt in einer Tour. Das Gegenteil ist aber der Fall. Ich hatte zum Beispiel in einem Video mal gesagt, dass man sich ja öffentlich positionieren sollte, erst recht, wenn man Reichweite hat. Und wenn man 3000 Follower verliert, dann scheiß drauf, kriegst die 6-fache Menge zurück. Also wir haben ungefähr 3000 oder 4000 verloren, ungefähr 16.000 dazu bekommen. Naja, von daher, ja, ich habe jetzt weitaus mehr Reichweite als vorher. Also und so. Ich finde es gut. Und wie gesagt, wir haben viele Kunden, die sich bei uns melden und auch wirklich nur bei uns melden, weil wir diese Haltung haben. Oder weil ich diese Haltung wirklich nach außen trage, die auch sagen, sie melden sich gar nicht bei anderen Firmen, sie wollen, dass ich komme. Allein aufgrund dieser Haltung. Jedes Mal, wenn Berlin im Rückspiegel verblasst, wird es weit und still in der Welt und in mir. Während im Westen 3 von 4 Menschen in der Stadt leben, ist es im Osten nicht einmal jeder Zweite. Er ist das dünn besiedelte Herz der Republik. Rau, wild, ländlich. Wenn ich hier durch einen Wald laufe, an einem See sitze oder eine Landstraße entlangfahre, auf der mir kein einziges Auto entgegenkommt, fühlt es sich an, als sei ich aus einem goldenen Käfig in die Freiheit geflogen. Doch Freiheit hat ihren Preis. Und den zahle nicht ich, der mal eben als Besucher vorbeischaut, sondern die Menschen, die hier zu Hause sind. Wenn die Busverbindung stirbt, die nächste Kita schließt, das Krankenhaus verschwindet. Wenn der Hausarzt in Rente geht und kein neuer nachrückt. Und weil das Armutsrisiko im Osten noch immer 6-mal höher ist als im Westen, knallt hier jede Preiserhöhung wie ein Schlag in die Magengrube. Ob an der Zapfsäule oder im Supermarkt. Dabei sind es nicht nur die Löhne, die auch 36 Jahre nach Wiedervereinigung hinterherhinken. Es ist das Fundament, das schief sitzt. In Städten wie Leipzig sind 90% des Wohneigentums in westdeutscher Hand. 70% der landwirtschaftlichen Flächen im Osten sind nur gepachtet. Nirgendwo sonst in Europa gehört den Menschen vor Ort so wenig von ihrer eigenen Heimat. Kein Wunder also, dass sich 2/3 der Ostdeutschen noch immer als Bürger zweiter Klasse fühlen. Und dass sie sich abwenden von einer Politik, die viel verspricht und wenig hält. Ein Teil dieses Frusts entlud sich vor 2 Jahren in den Bauernprotesten. Mittlerweile ist es ruhig geworden auf den Straßen und auf den Feldern, trotz explodierender Dieselpreise. Ich wollte mit jemandem aus der Landwirtschaft sprechen, über Wut und Benachteiligung. Stattdessen traf ich Anja Koch. Sie ist eine der sehr wenigen Frauen, die einen Hof leiten. Und sie ist eine der wenigen Landwirte, die nicht wütend sind, weder damals noch heute. Obwohl es auch für sie ein wirtschaftlicher Kraftakt ist, ihren Betrieb im Süden Brandenburgs am Laufen zu halten. Eigentlich ist Anja gelernte Physiotherapeutin. Doch irgendwann hielt sie die Enge der Behandlungsräume nicht mehr aus. Sie sehnte sich nach Natur und Weite. Also sattelte sie um, lernte das Handwerk von Grund auf und übernahm 2019 einen Freilandschweinebetrieb in Fleming. Heute hütet sie hier auf 15 Hektar 80 Schweine, die das ganze Jahr unter freiem Himmel leben. Meistens ist sie allein mit den Tieren und dem Wetter. Sie kämpft jeden Tag um das Überleben ihres Hofs und sucht dennoch nicht nach der Rettung durch die Politik.
Für mich wäre es viel wichtiger, dass die Menschen eben bereit sind, hohe Preise zu bezahlen für ihre Lebensmittel. Weil das, denke ich, ist auch die einzige Möglichkeit, die Landwirtschaft zu retten. Ich denke, Subventionen sind da auf Dauer keine Lösung. Also Schweine sind halt unglaublich intelligent und brauchen den ganzen Tag eigentlich Input, Beschäftigung. Wenn man Wildschweine beobachtet, die wühlen den ganzen Tag in der Erde rum, die sind unterwegs, die laufen sehr viel, sind sehr sozial, interagieren permanent miteinander. Und und das haben unsere Hausschweine natürlich auch, aber können es halt im Stall überhaupt nicht ausleben, auf Betonboden, auch wenn sie ein bisschen Stroh drin haben oder so. Das ist nicht vergleichbar. Und das heißt, sie werden eigentlich nicht ihrer würdig gehalten. Ich habe hier für einen Ackerbaubetrieb gearbeitet und wir haben hier die Flächen im Lohn bearbeitet für den vorherigen Besitzer, der hier auch schon Freilandschweinehaltung hatte. Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, weil ich das ein schönes Konzept fand und noch nie so glückliche Schweine gesehen habe. Habe ich ihn gefragt, ob er Nachfolger hat, und dann hat er gesagt, nö, wann willst du denn anfangen? Ja, und dann so kam das. Also Herausforderungen habe ich hier eigentlich seitdem immer. Schon allein wettertechnisch, zum Beispiel jetzt der Winter, also mit einfrierenden Schläuchen, Trögen, mein Trecker, der nicht anspringt, oder ausbrechende Schweine. Es sind dauernd Herausforderungen. Also es war am Anfang so, es ist auch immer noch so. Und vor allen Dingen finanziell ist es eben eine große Herausforderung, das hinzukriegen. Ja, ich mache es einfach gerne. Ich bin gerne den ganzen Tag draußen. Ich liebe die Arbeit mit den Tieren. Ich bin auch gerne selbstständig, also mein eigener Chef, und kann hier sozusagen schalten und walten, wie ich das so für richtig halte. Ja, auch die Menschen mag ich hier, weil es ist Menschenschlag. Die sind zwar nicht unbedingt sofort wahnsinnig freundlich oder so, aber es herrscht eine unglaubliche Solidarität und Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft. Ich habe auch Sorgen, auf jeden Fall. Ja. Die wären? Dass eben dieser Rechtsruck schlimmer wird und dass das hier irgendwann Regierungspartei werden könnte. Und das ist eine ganz furchtbare Vorstellung. Wie gesagt, Migranten haben hier wenig Auswirkungen auf irgendwas, aber sie sind immer Thema. Und das ist halt absurd. Also, ja. Ich finde es schlimm. Weil es ist wirklich, man kommt halt mit normalen Argumenten nicht dagegen an. Es ist einfach eine Gefühlssache, so ein tief sitzender Frust. Aber trotzdem fühlst du dich ja wohl hier, oder? Ja. Also es gibt auch eine Gegenbewegung. Es gibt auch andere Menschen hier. Ja. Wir leben in einer Zeit, in der das Wort Opfer eine Beleidigung ist. Als wäre es eine Rolle, die man spielt, ein Gewand, in das man freiwillig schlüpft. Doch Opfer werden nicht geboren, sie werden gemacht. Und im Osten Deutschlands wurden über Jahrzehnte hinweg viele Menschen zu Statisten ihrer eigenen Geschichte. Jedes Jahr veröffentlicht das Prognos-Institut seinen Zukunftsatlas. Und jedes Jahr ist es dasselbe traurige Bild. Die hinteren Plätze sind fest in der Hand ostdeutscher Kreise. Orte wie Lutherstadt-Wittenberg im Norden Sachsen-Anhalts stehen beispielhaft für dieses Paradoxon. Städte voller Schönheit, schwer von Geschichte und reich an Kultur, die dennoch gegen den schleichenden Verfall ankämpfen. Die an einer Krankheit leiden, für die es einfach kein Heilmittel gibt. Denn was im Osten nach 1990 kaputt ging, lässt sich schlicht nicht mehr so einfach reparieren. Die Wende war ein beispielloser chirurgischer Eingriff am offenen Herzen einer Gesellschaft. In den ersten 5 Jahren nach Wiedervereinigung verloren 3 von 4 Menschen ihren Job. 70% der Industrie verschwanden fast über Nacht. Mehr als 1/3 der Erwachsenen trug das lebende Gefühl in sich, in dieser neuen Welt schlicht nicht mehr gebraucht zu werden. Wer den Schmerz artikulierte, wurde als Jammer-Ossi abgetan. Fast 1/4 der Bevölkerung kehrte der Heimat den Rücken und zog gen Westen. Mit der Massenabwanderung starb vielerorts das soziale Skelett. Es war eine Entwurzelung, deren Narben bis heute pulsieren. Wäre Ostdeutschland ein eigener Staat, hätte er neben Japan die älteste Bevölkerung der Erde und eine Geburtenrate, die im weltweiten Vergleich zu den niedrigsten zählt. Es ist eine toxische Mischung aus Überalterung, Einsamkeit und Leerstand.
Doch überall dort, wo Dinge kaputt gehen, entstehen auch Möglichkeiten und Freiräume. Am Rhein eines kleinen Dorfs unweit der Elbe wohnt Christian. Der 58-Jährige ist das, was man als Freigeist bezeichnen würde. Er stieg aus seinem Job, aus seinem Leben im geregelten Deutschland. 14 Jahre lang reiste er um die Welt. 40.000 Kilometer fuhr er auf einem Motorrad durch Afrika. Und irgendwann, da kehrte er zurück. Er kaufte sich einen alten Wohnwagen, bezog ein Stück Land in Sachsen-Anhalt und fing an, sich eine Hütte zu bauen. Mit Fußbodenheizung, Einbauküche und Starlink auf dem Dach. Mit Solar, mit eigenem Wasser, eigenem Ofen und eigenen Bienen. 20.000 Euro hat ihn sein Haus gekostet. Und nun arbeitet er als Bauleiter, zahlt 50 Euro im Monat Pacht und lebt dafür auf einem Grundstück, das fast so groß ist wie 2 Fußballfelder. Wenn du auf Reisen gewesen bist und du hast noch viel mehr Dreck und viel mehr Müll und viel mehr Korruption und alles Mögliche gesehen, dann relativieren sich diese Herausforderungen, die wir hier haben in Europa, sehr, sehr schnell. Und dann gilt es, zu überlegen, zumindest bei mir, wie gehe ich mit den Herausforderungen um, was mache ich in meinem eigenen persönlichen Umfeld, was kann ich verändern in meiner Nachbarschaft, in meinem Dorf, in meiner Stadt, in meinem Kiez, um, egal was draußen gewählt wird, egal welches Wetter da draußen ist, eine gewisse Lebensqualität zu haben, wo ich sagen kann, wow, hier bin ich zu Hause, das ist Heimat. Ich habe das Reisen gebraucht, um meinen Heimathafen hier zu finden. Und Ostdeutschland war eine Möglichkeit, die mir gegeben wurde und die ich genutzt habe. Es ist sicherlich eine große soziale Kompetenz, Nachbarn zu haben, die eine andere Partei wählen als ich. Und da ist es dann für mich wichtig, auch auf Dorftreffen herauszuarbeiten, wo haben wir Gemeinsamkeiten. Und so vermischt sich auch dann der Freundeskreis so ein bisschen. Ich war ja in vielen Szenen unterwegs. Ich war bei den Querdenkern gewesen, bei den Anastasia-Leuten, also hab überall mal reinschnuppern dürfen. Und einige meiner Bekannten haben sich radikalisiert. Dann sage ich immer, hey, du kannst glauben, an was du willst. Und wenn du an eine flache Erde glaubst, dann bitte missionier mich aber dabei nicht. Ja? Wir können gerne zusammen grillen oder Boot fahren, aber davon musst du mir jetzt nichts erzählen. Ne? Und wenn man das erstmal glatt gezogen hat, diesen Teppich, und man sich auf andere Sachen verständigt, dann kann man gut mit den Leuten klarkommen. Aber es hat sich verändert, ja klar. Und es ist eine Übung für mich, durch ein Dorf zu fahren, wo du 80% AfD-Plakate hast. Das tut weh. Die Werte sind nicht schön, also zumindest aus meiner Perspektive nicht. Aber ich habe halt gelernt, aus den Zitronen eine Limonade zu machen. Das ist meine Devise. Und ich weiß nicht, welche Zitronen ich kriege, aber es wird wieder eine Limonade werden, ja. Dieses Bewusstsein, welche Möglichkeiten ich in Deutschland oder in Europa habe, das ist mir erst bewusst geworden, nachdem ich Deutschland verlassen hatte. Ganz einfach. Mein Nachbar bewirtschaftet 1500 Hektar. Der andere Nachbar bewirtschaftet 850 Hektar. Das heißt, ich kann am Mittwoch schon sehen, wer Donnerstag zum Kaffee kommt. Ich habe wirklich Platz und Fläche. Ich habe hier ein Grundstück von 10.000 Quadratmetern. Das ist nicht mein Grundstück, aber ich bewirtschafte es, ich gucke, dass der Rasen und so. Ne? Und es steht so viel leer. Das heißt, wer die Ärmel hochkrempelt, hands-on und proaktiv ist, der kann hier wirklich sich was schaffen. Radio silence, but I guess that
Leute, bitte entschuldigt die kurze Unterbrechung, aber wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, lassen sich aufwendige Dokus wie diese nur mit starken Partnern realisieren. Deshalb heute ein großes Dankeschön an Mybex. Ich hatte im letzten Jahr immer wieder mit meiner Verdauung zu kämpfen, was auch auf mein allgemeines Wohlbefinden abgefärbt hat. Ich hatte öfter Magenbeschwerden, habe mich dadurch schlapp gefühlt und wusste, dass ich da auf jeden Fall was tun muss. Also habe ich zum einen meine Ernährung umgestellt und zusätzlich Mybex in meine Gesundheitsroutine integriert. Mybex entwickelt Nahrungsergänzungsmittel mit Fokus auf die Darmgesundheit. Dabei werden Bakterien aus ausgewählten Stämmen mit Vitaminen und Mineralstoffen kombiniert. Ich nehme jetzt seit einiger Zeit täglich eine Kapsel der Daily Bags und mein persönlicher Eindruck ist, mein Bauchgefühl hat sich deutlich verbessert. Und auch ich fühle mich insgesamt ausgeglichener und fitter. Denn ja, Darmgesundheit ist ein Thema, das ich immer ein bisschen unterschätzt habe. Dabei hängt es eng mit dem allgemeinen Wohlbefinden zusammen. Deshalb kann ich jedem nur raten, seid gut zu eurem Darm. Mybex kann da eine super Unterstützung sein. Checkt das also unbedingt mal aus. Ich blende hier mal den QR-Code ein. Ansonsten gibt es den Link wie immer in der Videobeschreibung. Als Neukunden spart ihr mit dem Code Notizen25 25% und auch Bestandskunden können sparen und zwar 20% mit dem Code Daily Notizen. Vielen Dank an Mybex und nun zurück zum Video. Der Osten ist nicht blau. Egal wer das behauptet. Egal wie oft das wiederholt wird, egal wie laut die Parolen sind. Es ist das grüne Herz Deutschlands, das hier schlägt. Ein Herz, das viel älter ist als jede Partei und viel tiefer verwurzelt als jeder Frust. Ich bin unterwegs im Harz, ein Gebirge wie eine Insel aus Granit, die trotzig aus der Tiefebene ragt. Der Wind zerrt an meiner Jacke, um mich herum erstreckt sich ein Meer aus Fichten. Während in den Metropolen die Fassaden glänzen und die Taktung uns den Atem raubt, liegt hier eine Welt, die sich anfühlt wie ein tiefes Einatmen. Manchmal vergesse ich, wie viel Natur im Osten liegt, wie wild dieser Teil des Landes noch ist. Es ist ein Mosaik aus Seenplatten, aus urwüchsigen Wäldern und weiten Flussauen. Gerade weil hier wirtschaftlich so vieles zum Erliegen kam, konnte sich hier vielerorts eine Wildnis bewahren, die woanders längst zubetoniert wäre. Und in einer Zeit, in der alles laut, schrill und digital wird, bietet diese Landschaft etwas anderes an: Stille. Und die Erinnerung daran, dass wir Teil von etwas Größerem sind. Dass Narben bleiben, aber über ihnen jedes Jahr wieder neues Grün wächst. Und dass das Leben sich seinen Weg sucht, egal wie tief der Boden gefroren war. Wir haben verlernt, miteinander zu sprechen. Stattdessen verbarrikadieren wir uns in Schützengräben aus Meinungen, schreien über Mauern aus Vorurteilen hinweg, bis es keine Grautöne mehr gibt. Nur noch das grelle Licht der Extreme. Der Philosoph Jürgen Habermas sagte einmal, Wahrheit entsteht im Gespräch. Wenn das stimmt, dann haben wir ein Problem. Wenn ich ein Video über Berlin mache und Neukölln nicht auf Clankriminalität reduziere, nennt man mich verblendet. Und weil ich den Osten in diesem Film nicht so Nazi-Hochburg erkläre, wird man mir wohl auch diesmal dasselbe vorwerfen. Verstehen wir uns nicht falsch. Es ist wichtig, Missstände beim Namen zu nennen. Rechtsextremismus im Osten ist eine reale, bedrohliche Gefahr. Und auch Kriminalitätsstatistiken gehören zur Realität. Selbst dann, wenn sie unbequem sind. Aber ich weigere mich, ganze Regionen und Menschengruppen auf ihre lautesten Auswüchse zu reduzieren. Es ist unfair gegenüber all denen, die einfach ihr Leben leben, die arbeiten, sich kümmern, Verantwortung tragen und niemandem etwas Böses wollen. Ja, die Extreme beherrschen die Algorithmen und die Schlagzeilen.
Aber sie bleiben eine Minderheit. Viele Ostdeutsche fühlten sich schon lange vor dem Aufstieg der AfD wie Statisten im eigenen Land. Kaum eingeladen, diese Demokratie wirklich mitzugestalten. Und dieses Gefühl breitet sich inzwischen aus. Es erreicht auch Menschen im Westen, die sich in diesem System genauso fremd fühlen. Überrascht es uns wirklich, wenn sich Menschen abwenden, weil ihre Realität in den Parlamenten kaum noch vorkommt? Vielleicht ist es Zeit, das Schreien einzustellen. Denn abseits der Ränder tragen wir oft ähnliche Sorgen, ähnliche Ängste, ähnliche Träume. Ganz gleich, wo wir unser Kreuz setzen. Wir müssen uns nur trauen, uns wieder in die Augen zu schauen, statt nur auf die Bildschirme. Jana Korb hat aufgehört, darauf zu warten, dass dieses Gespräch von selbst entsteht. Die darstellende Künstlerin hat das rastlose Berlin verlassen, um dort neu anzufangen, wo andere nur das Ende der Welt vermuten. An der Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Thüringen. Auf den Trümmern von gestern baut sie Stein für Stein an einem Ort für übermorgen. Ein Ort für die Kunst, für den Austausch und für Menschen, die daran glauben, dass Zukunft kein Schicksal ist, sondern etwas, das man erschafft. Gemeinsam. Die Zirkusmühle ist ein Produktions- und Residenzort für darstellende Künste und Zirkus und wird von uns, also von 3 Künstlern und KünstlerInnen betrieben, die wir alle selbst noch aktiv auch unterwegs sind. Also ich bin vor allem Luftartistin und mache luftartistische Stücke für überwiegend für den öffentlichen Raum. Also ich spiele fast immer draußen und auf Stadtfesten, auf Festivals. Die meisten Leute freuen sich tatsächlich darüber, dass wir hier sind. Am Anfang haben die Menschen nicht so sehr viel mit uns gesprochen und wir haben dann aber von unseren beiden NachbarInnen herausgefunden, dass sie gerne über uns sprechen. Und dann war immer ganz wichtig, also unser direkter Nachbar hat immer gesagt, ja, die können arbeiten. Das war total wichtig, dass er gesehen hat, dass wir hier anpacken und dass wir selber anpacken. Und das war total gut. Also insofern fühle ich mich tatsächlich gut aufgenommen hier. In Berlin hatte ich viel mehr eine Bubble, in der ich war, wo wir irgendwie, also wo wir davon ausgehen können, dass wir irgendwie die gleiche Meinung haben. So, ne? Und da habe ich jetzt hier schon Gespräche geführt mit Menschen, die einfach erstmal eine ganz andere Meinung haben. Und was ich dann schon gemerkt habe auch, ist, wie wichtig das ist, sich trotzdem gegenseitig ernst zu nehmen. Und aber auch, wie wichtig das ist, dass ich dann auch sage, hey, hier ist es aber Stopp. Also wenn du das zu mir sagst, dann sprechen wir nicht weiter. Also ich hatte zum Beispiel auch so eine Situation, wo ich mit einem älteren Herrn beim Bäcker mich unterhalten habe und ich hatte auch wirklich das Gefühl, der will sich einfach unterhalten. Und dann fing er an mit wahnsinnig sexistischen Sprüchen und hat geschimpft auf Frauen, die arbeiten. Und dann habe ich so gemeint, so, ich bin eine Frau, die arbeitet. Ich arbeite sehr gerne und das lasse ich mir nicht nehmen. Und wenn du so mit mir sprichst, dann ist das Gespräch einfach beendet. Und er hat sich dann entschuldigt und hat dann über was anderes gesprochen. Dann ging es ums Gesundheitssystem und das ist dann zum Beispiel etwas, keine Ahnung, da habe ich nicht so viel Ahnung. Und da konnten wir uns dann wieder besser unterhalten. So, ne? Und dann driftete das wieder woanders hin ab. Dann waren es dann plötzlich die bösen Ausländer, die allen die Jobs wegnehmen. Und ich bin auch Ausländerin. Und dann habe ich dann auch gemeint, so sorry, hierüber spreche ich nicht mit dir. Am Ende hat er sich dann bei mir entschuldigt und hat dann gemeint, so, ich glaube, ich wähle etwas, was Sie nicht wählen würden. Und dann habe ich gemeint, ich will es gar nicht wissen. Und dann, also ich hatte das Gefühl, wir sind beide irgendwie mit einer besseren Laune in den Tag dann gegangen, so, ne, nach dieser Begegnung beim Bäcker. Ich meine, ich habe trotzdem keine Illusionen, dass ich jetzt hier irgendwelche Menschen mit einem Gespräch zu einem anderen Wahlverhalten führen kann. Also hier ist leider eine Hochburg, eine blaue. Aber wenn ich an meine künstlerische Mission glaube und an die verbindende Kraft des Zirkus, dann müssen wir hier bleiben und müssen noch mehr Leute hierher kommen, die Kunst machen. Wir haben hier selber Veranstaltungen. Wir machen immer im Mai das Kunstfest. Und das findet hier bei uns auf dem Gelände statt. Ein kleines Festival mit Zirkus und Straßentheater und Ausstellung und Musik. Und mittlerweile sind wir aber auch ein Bestandteil der Stadtfeste hier im Ort. Also letztes Jahr gab es ein 750-Jahr-Jubiläum der Stadt Kelbra. Und da haben wir zum Beispiel auch mitgemacht als Artistinnen, da sind wir auf Stelzen mitgelaufen. Zirkus ist für uns auch ein großes Miteinander und eine große Vielfalt.
wo es auch nicht darauf ankommt, wie man aussieht oder wo man herkommt. Und man muss auch nicht unbedingt eine Sprache sprechen, weil über diese Körperlichkeit auch einfach man sich ganz anders versteht. Und das ist etwas, was wirklich der Zirkus der Welt geben kann und gibt. Projekte wie diese sind die unsichtbaren Anker, die ganze Regionen vor dem Abdriften bewahren. Denn der Osten braucht nicht nur Fördergelder, er braucht vor allem Menschen. Menschen, die sich nicht von den Schlagzeilen über eine vermeintlich braune, abgehängte, frustrierte Region abschrecken lassen, sondern die Chancen sehen und den Mut haben, sie zu nutzen. Genau das hat Jana getan mit dieser alten Mühle am Fuß des Kiffhäusers. Man hätte sie dem Verfall überlassen können, wie so viele Industrieruinen, die im Osten als steinerne Mahnmale der Vergänglichkeit in den Himmel ragen. Doch hier wurde aus einer Brache ein Ort der Hoffnung. Denn jedes Fenster, das wieder leuchtet, und jedes Dach, das geflickt wird, ist ein Versprechen an die Zukunft. Und jeder, der hierher zieht und anpackt, bringt neues Leben in die oft versteinerten Strukturen. Neue Fragen, wo vorher nur starre Antworten waren. Neue Farben, wo das Grau überhand nahm. Dort, wo Menschen sich begegnen, verliert das Fremde seinen Schrecken. Dieser Austausch ist das Licht, das die Schatten der Vorurteile auflöst. Jana ist hierher gekommen, um neu anzufangen. Andere, um zurückzukehren. Raik Hildebrandt ist einer von Millionen, die nach der Wende raus wollten. In eine Welt, die ihnen plötzlich offen stand. Er reiste, ließ sich schließlich im Allgäu nieder, weit weg von den Straßen seiner Kindheit. Er hat dort gelebt, gearbeitet und ist jetzt wieder hier. In einer Heimat, die sich fremd anfühlt, wenn man sie 30 Jahre nur aus der Ferne sah. Also mit dem Mauerfall war das klar, dass ich hier nicht bleiben will. Ganz klar. Und dann bin ich wieder zurückgekommen. Persönliche Gründe, meine Mutter ist alt, hier gibt es ein Haus, ein Grundstück. Viele der Leute, die hier geblieben sind, die waren unzufrieden. Meine Mutter war auch viel unzufrieden. Also das habe ich viel mitbekommen und ich habe das diese Stimmung vielleicht mitgebracht, ey, schau doch mal, es ist doch gar nicht so. Also ich habe hier eine schöne Kindheit verlebt, ich mag die Gegend, das Klima mag ich. Von daher war ich war da eigentlich auch optimistisch, dass ich hierher komme und alles gut wird. Wie war es dann so? Nicht ganz so gut. Irgendwie stand ich dann mal an meinem Schreibtisch und dann dachte ich so, jetzt weiß ich, warum ich eigentlich weg wollte. Es gibt viele Sachen. Politisch gibt es natürlich da Sachen, wo man ganz schnell aneckt, aber auch einfach mit Ernährungsgewohnheiten, biologische Ernährung oder solche Sachen, was woanders ganz normal ist, das wird teilweise auch fast Verschwörungstheorien so. Das kann doch gar nicht sein. Wo soll dieses ganze Bio-Essen herkommen oder solche Sachen? Also habe ich auch schon gehört. Wenn ich hergekommen bin, hatte ich die Diskussion mit Schulfreunden. Es ist ja ländlich, irgendwie haben ganz einfach viele irgendwie von der Oma oder von den Eltern oder was auch immer, es gibt Häuser, es gibt Immobilien, die einfach so besitzen dürfen, muss ich mal so sagen, ja. Und ich hatte diese Vorteile nicht, ja, als Ossi in Süddeutschland hatte ich keine Immobilie, konnte mir auch nie eine leisten da. Und dann verstehe ich finde ich solche Ansagen überflüssig, uns geht's schlecht. Wenn ich keine Miete zahlen muss und eine Immobilie habe. Das ist doch irgendwie Quatsch. Ansonsten Migration, Kriminalität, also das existiert doch nicht auf dem Land. Das sehen ja die Menschen, die hier leben, eigentlich nur im Fernsehen. Also wenn ich jetzt so an meine Mutter denke, schließt die Türen zu, schließt das Auto ab und ich denke nur, ey, was soll denn das? Warum soll ich, hier ist doch nichts, hier wohnen ein paar Rentner, warum soll ich das Auto zuschließen? Das steht vor der Tür, ist offen und sie hat Angst, dass mein Auto gestohlen wird. Mein 20 Jahre altes Auto. Was wünsche ich mir für die Region?
einfach kleine Initiative einfach so aus der Bevölkerung einfach kommt, um neue Sachen zu gestalten. Also auch irgendwie dass das endlich mal so, dass auch dieses Bewusstsein irgendwie mal bei den Leuten ankommt, ich muss hier wenn ich will, dass hier in dem Land was schöner wird, dann muss ich da auch irgendwie selber anpacken und nicht irgendwie hoffen, die da oben, die sollen das jetzt mal in die Hand nehmen und das für uns schön machen. Weil das funktioniert nicht. Also da muss irgendwie so ein Bewusstseinswechsel her. Wie wäre mein Leben verlaufen, wären wir damals hier geblieben, in dieser kleinen Stadt im Norden Thüringens? Je näher ich Leinefelde komme, desto mehr verschwimmt die Gegenwart. Die Straße unter mir wird zur Zeitschleife, gepflastert mit einem Bildermeer aus meiner Kindheit. Ich habe viel gelesen über die Erfolgsgeschichten, über Leinefelde, das Wunder vom Eisfeld, das Musterbeispiel für den Stadtumbau Ost. Man hat die Betonriesen geköpft von 6 Etagen auf 3, hat Dachgärten gepflanzt und die Anonymität der Platte in bunte Wohnlandschaften verwandelt. Die Tristesse der Nachwendezeit sollte wegradiert werden. Und tatsächlich, als ich vor dem Haus stehe, in dem wir damals wohnten, bin ich beeindruckt. Es sieht schön aus. Was mich allerdings irritiert, die Straßen sind tot. Niemand ist draußen. Keiner auf dem Balkon, kein Lachen, kein Schreien, nichts. Damals war es hässlich hier, keine Frage. Aber es war laut, voll, chaotisch. Und damit irgendwie lebendig. Wenn ich die Augen schließe, höre ich Nachbarn, die über scheiß Russen schimpfen. Ich sehe meine Verwandten gestrandet in einer Heimat, die sie nicht will. Ich sehe Junkies und Alkis und verlorene Seelen, die wie kaputte Schiffe im grauen Meer der Platte umhertreiben. Und doch war da, mitten im Dreck, diese wilde, fast gottlose Freiheit. Ich erinnere mich an die Sperrmüllberge, die damals die Gehwege säumten. Der Hausrat all jener, die fluchtartig in den Westen zogen. Für uns Kinder war dieser Schrott ein Palast. Wir schleppten die versifften Matratzen der Geflohenen unter die Schaukeln. Wir stießen uns ab, flogen dem bleiernen Himmel entgegen und landeten lachend im Staub einer Welt, die gerade vor unseren Augen auseinanderbrach. Heute lebt keiner mehr von damals hier. Zumindest niemand, den ich kenne. Und Leinefelde gibt mir irgendwie ein mulmiges Gefühl. Da sind auf der einen Seite diese bunten, herausgeputzten Häuschen und ein paar Ecken weiter stehen noch immer die braunen, nackten Platten von damals. Und über allem liegt diese ohrenbetäubende Stille. Sie klingt wie ein Vakuum, das entsteht, wenn die Hoffnung auszieht und nur die Ordnung bleibt. Und das macht mir Angst. Keine Ahnung, wer ich heute wäre, wenn wir geblieben wären. Vielleicht wäre alles gut, vielleicht wäre ich glücklich, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht wäre ich wütend, enttäuscht, einsam. Vielleicht würde ich mein Kreuz ganz rechts setzen. Vielleicht wäre mein Herz blau. Denn am Ende sind wir alle geprägt von dem Ort, der uns formt. Und nicht jeder hat die Freiheit, ihn sich auszusuchen.